Ahoi Camaradas, hola chiquitas, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause und quasi schon wieder in der Schule, noch nicht ganz, aber nächste Woche sehen wir uns wieder und ich habe mir gedacht, ich sage einmal auf diesem Wege schon Hallo und ich hoffe, ihr habt fantastische Ferien gehabt. Auf jeden Fall bin ich sicher, dass sie besser waren als meine, weil das Aufregendste, was mir passiert ist, dass ich von einem Auto zusammengeführt worden bin auf der Gabelsgasse. Und na gut, auf diese Art habe ich wenigstens einmal gesehen, eine Röntgen von meinem kompletten Schädel und das war interessant, das habe ich noch nie gesehen, okay, aber insgesamt habe ich mir diese Episode gerne erspart. An dieser Stelle an alle Motoristas, wenn ihr gerade fahrt und ihr habt das Bedürfnis, dass ihr rechts abbiegt, grundsätzlich rechts, meistens falsch, aber wenn ihr rechts abbiegen wollt und da ist so eine Busspur oder eine Fahrradstreifen, vielleicht schaut ihr mal, wer hinter euch kommt, da gibt es noch andere Verkehrsteilnehmerinnen und es wäre sehr freundlich, wenn ihr ein bisschen aufpasst. Jedenfalls hatte ich in den folgenden Tagen und Wochen Gelegenheit, ein bisschen mehr zu Fuß zu gehen in der Gegend, wo ich sonst mit dem Fahrrad fahre. Und dann habe ich mir einmal angeschaut, diese Wände und diese Graffiti auf den Auswänden. Ihr wisst, wovon ich spreche, ihr kennt diese Graffiti auch, aber manche von euch, das weiß ich noch aus Gesprächen aus der Schule mit euch, manche von euch wissen nicht so ganz genau, was das bedeutet. Und darum habe ich mir gedacht, schauen wir uns das einmal an und schauen wir einmal, was diese komischen Symbole zu sagen haben. Ihr kennt zum Beispiel alle dieses Symbol, dieses A in dem Kreis. Und manche von euch haben jetzt gesagt, das heißt Antifa. Und Leute, Antifa, dieses Wort gibt es nicht. Das heißt Antifa und Antifa ist kurz für Antifaschismus. Okay? Aber das ist nicht das, wofür dieses A steht. Wir sprechen ein andermal über Antifaschismus, aber dieses A in dem O, weil das ist ein O, das bedeutet Anarchia. Und Anarchia, was kann das heißen? Anarchia ist ein griechisches Wort und das bedeutet so viel wie Abwesenheit von Herrschaft, komplettes Fehlen von Herrschaft, ergo Freiheit. Die Anarchistas glauben, dass eine Gesellschaft nur dann gut ist, wenn es den Leuten gut geht. Und wie geht es den Leuten gut? Indem alle haben alles, was sie brauchen, alle können in Freiheit leben und in Frieden. Und es gibt keine Menschen, der Gewalt ausübt über andere Menschen. Gewaltfreiheit, das ist das grundsätzliche Prinzip von Anarchismus. Ich weiß, ihr glaubt das nicht, weil ihr habt alle gehört, dass Anarchie ist gleich Chaos, aber wie gesagt, das ist nicht wahr. Es ist genau das Gegenteil wahr, zumindest was die Anarchisten wollen. Die wollen keine Gewalt. Und weil sie keine Gewalt wollen, lehnen sie den Staat ab. Denn was ist der Staat? Der Staat, egal mit welcher Regierungsform, okay, es ist nicht ganz egal, welche Regierung. Es gibt Regierungsformen und Staatsformen, die sind besser als andere, aber egal welche Regierungsform, niemand, keine Regierungsform auf der Welt ist gegen Gewalt und versucht, Gewalt abzuschaffen. No. Was der Staat macht, ist, er hat ein Gewaltmonopol. Das bedeutet, es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die dürfen Gewalt ausüben über eine andere Gruppe von Leuten. Es geht nicht darum, die Gewalt abzuschaffen. Und aus diesem Grund lehnen die Anarchisten den Staat ab. Und damit auch alle Institutionen, die mit diesem Staat einhergehen und die diesen Staat unterstützen, wie zum Beispiel Polizei, Gefängnisse, Militär. Okay. Bueno, ich weiß, was ihr jetzt sagen werdet. Das sagen die Leute immer dasselbe. Wie soll das funktionieren? Wenn wir keine Polizei haben und keine Institutionen, die dafür sorgen, dass die Leute die Gesetze einhalten, dann werden alle zu Verbrechern und es wird Straßenkampf geben und nur noch Chaos und alle schlagen sich die Schädel ein und ganz schreckliche Dinge passieren. Und die Anarchisten sagen, no, exaktamente das Gegenteil wird sein. Dazu muss man verstehen, dass der Anarchismus hat ein anderes Bild von der Natur des Menschen als der Kapitalismus. Ihr kennt zum Beispiel alle diese Theorie von Darwin, die oft sehr falsch zitiert wird, aber ihr wisst alle, dass Darwin gesagt hat, Survival of the Fittest. No? Und Survival of the Fittest, das bedeutet nicht, dass der Stärkste überlebt. Das ist nicht Evolutionstheorie. Evolutionstheorie sagt, dass überleben diejenigen, die sich besonders gut anpassen können an ihre Umwelt. Und das ist auch korrekt. Aber Darwin hat das nicht gesagt über Individuen, aber über Spezies, also über Arten. Und es gibt einen wichtigen Anarchisten aus dem 19. Jahrhundert, das ist ein Russe und der heißt Peter Kropotkin. Es tut mir leid, diese deutsche R, ich kann das immer nicht sagen. Kropotkin ist ein Russe, aber okay, wir sagen auf Deutsch. Jedenfalls, sagt Peter Kropotkin, okay, Charles Darwin, alles klaro, aber ihr
Leute, ihr habt das falsch verstanden. Es geht nicht darum, dass die Leute sich gegeneinander durchsetzen und die Leute gegeneinander kämpfen und es ist immer große Konkurrenz und große Rivalität. No, es geht darum, dass die Menschheit als eine Spezies nur dann überleben kann und historikamente auch nur überlebt hat, weil sie zusammenarbeitet, weil die Leute, die Individuen kooperieren. Und wer sagt, das ist nicht nur Pragmatismus, das ist viel tiefer, das ist ein Instinkt, weil das machen Tiere auch so. Es gibt nur ganz, ganz wenige Tiere, die wirkliche Einzelgänger sind. Die allermeisten Tiere leben in Gemeinschaften, in denen sie kooperieren. Und dieser Kropotkin nennt dieses Prinzip die gegenseitige Hilfe. Und er erklärt ganz detailliert, wie alle Tiere oder fast alle Tiere und auch alle menschlichen Gesellschaften sich nur deshalb entwickeln und eigentlich nur deshalb überleben haben können, weil sie zusammen helfen. Und das eigentlich, muss man sagen, ist ein sehr positives Bild von Menschen. Dass die Menschen sich nicht gegenseitig die Schädel einschlagen werden, weil es keine Polizei gibt, sondern dass grundsätzlich die Menschen einander helfen wollen. Und tatsächlich, wenn wir einmal überlegen, dann gibt es so Gelegenheiten, auch in unserer jetzigen Umwelt oder in unserem täglichen Leben, wo wir das sehen können. Denkt zum Beispiel an vor ein paar Monaten, als die Corona-Pandemie begonnen hat, da hat es den Lockdown gegeben und wir sind alle brav zu Hause geblieben. No? Und da hat sich in fast allen Häusern herausgebildet, bestimmt auch bei euch zu Hause, diese, wie soll man sagen, diese Usus, dass jemand hängt einen Zettel in der Stiege aus und sagt, wenn sie nicht einkaufen gehen können, weil sie sind alt oder krank, ich gehe für sie und ich kaufe etwas für sie ein. Und das haben die Leute gemacht, spontan, ohne dass jemand gesagt hat von der Regierung, macht das. Das ist spontane Solidarität. Und Kropotkin sagt, so wie das gibt es spontane Solidarität immer in Krisensituationen und nur deshalb können wir Krisensituationen überleben. Jetzt sagt ihr vielleicht, na gut, aber wenn der Anarchismus wirklich so eine Ideologie des Friedens ist und alles so pazifistisch und so idyllisch ist, warum haben mich meine Eltern dann immer gewahrt vor diesen steinewerfenden Chaoten? Und natürlich ist der Anarchismus eine politische Ideologie und politische Ideologien sind immer im Clinch mit anderen politischen Ideologien. Und nachdem der Anarchismus diejenige Ideologie ist, die gegen alle Regierungen ist, gegen jede Art von Staatsform, und die Staatsformen aber natürlich die sind, die ein bisschen mächtiger sind alle anderen gegen den Anarchismus gewesen und auch jetzt noch. Das heißt, wir brauchen uns nicht zu wundern, dass diejenigen, die das sagen haben, uns auch sagen, dass der Anarchismus eine schlechte Idee ist. Natürlich ist er eine schlechte Idee für die, die die Macht haben. Aber das soll uns nicht davon abhalten, uns mit den Ideen auseinanderzusetzen. Weil nur, dass mir jemand sagt, etwas ist schlecht, das gegen seine Interessen geht, heißt ja noch lange nicht, dass das auch gegen meine Interessen geht. Und das heißt noch nicht einmal, dass die Idee grundsätzlich schlecht ist. In diesem Sinne möchte ich euch gerne noch eine Anarchista vorstellen. Die ist auch eine Russin, aber die ist zu Ende des 19. Jahrhunderts schon in die USA emigriert und dort hat sie sich dann als Fabriksarbeiterin in der Gewerkschaft organisiert. Und sie ist sehr, sehr berühmt geworden für die Reden, die sie gehalten hat und für die Texte, die sie geschrieben hat. Und diese Texte sind heute noch immer extrem spannend zu lesen. Vielleicht habt ihr schon einmal dieses Zitat gesehen, wenn ich nicht dazu tanzen darf, dann ist es nicht meine Revolution. Das ist Emma Goldman. Und ich möchte euch gerne eine kleine Stelle von ihr vorlesen. Meiner Ansicht nach dienen Regierung, organisierte Autorität und Staat allein dem Erhalt und Schutz von Eigentum und Monopol. Allein in dieser Funktion haben sie sich als wirkungsvoll erwiesen. Sämtliche großen Denkerinnen der Welt definieren die Regierung als ungeeignet zur Unterstützung individueller Freiheit, menschlichen Wohlergehens und gesellschaftlicher Harmonie. Niemals haben sie, also Gesetze, einen Menschen zu etwas veranlasst, das er nicht allein aus seinem Intellekt oder Temperament heraus ohnehin getan hätte. Und sie haben auch nicht verhindern können, wozu sich ein Mensch gedrängt gefühlt hat. Millets malerische Beschreibung des Manns mit der Hacke, Meuniers Meisterwerke der Minenarbeiterinnen, Gorkis Beschreibung der Unterwelt, Ibsens psychologische Analyse des menschlichen Lebens, also Kunstwerke, die zu Emma Goldmans Zeit besonders progressiv waren. Alle diese Werke hätten nicht mehr von einer Regierung veranlasst werden können, als der Geist, der den Menschen dazu bringt,
ein Kind vorm Ertrinken zu retten oder eine verkrüppelte Frau aus einem brennenden Gebäude. Der Geist, der niemals von einer Rechtsvorschrift oder durch die Polizei zum Leben erweckt werden könnte. Ich glaube, nein, ich weiß, dass sich alles, was im Menschen gut und schön ist, trotz der Regierung äußert und nicht wegen ihr.